Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, ich muss aber allerdings zuerst mal sagen, dass vielleicht heute ein anderes Video gekommen wäre, aber ich muss euch leider sagen, dass das Charakter-Rundschauungsprojekt, was ich gemacht habe, erst nächste Woche kommt, ja, weil das ist doch ein bisschen mehr Arbeit, als ich gedacht hatte, die ganzen Namen rauszusuchen, ja, Gewinnspiel, die Namen auszulosen, dann die Namen raussuchen, sich auf jeden Server einen Account erstellen und das Ganze dann noch aufnehmen und zusammenschneiden, ist doch ein bisschen mehr Arbeit, als ich gedacht hätte. Die Gewinner, die 50 Gewinner, stehen allerdings schon fest, ja, die sind schon ausgelost soweit, ich muss das Ganze nur noch aufnehmen und dann ist es fertig. Es kommt auf jeden Fall nächste Woche, versprochen. Da kommen auch dann gleich beide Teile, ja. Also, aber wie gesagt, in 2 separaten Videos. Heute erstmal nochmal was anderes, tut mir leid, aber ja, das dauert noch ein klein bisschen. Wie gesagt, ist ein bisschen mehr Arbeit, als ich gedacht hätte. Und ja, ich hoffe, es ist aber trotzdem in Ordnung. Es kommt auf jeden Fall. Es verspätet sich halt nur ein bisschen, ja, und jo, bis dahin gibt es trotzdem erfreuliche Neuigkeiten, zumindest für mich. Ja, ich habe einen nächsten Dungeon-Gegner gelegt, ja, und zwar der Ramsay, der Erniedriger, ja, den habe ich bezwungen in einem Free-Try, was natürlich sehr, sehr nice ist, ja, und den schauen wir uns jetzt gleich nochmal gemeinsam an. In Osteros habe ich ihn besiegt. Wir gucken mal, wir nehmen erstmal hier noch einen anderen Kampf an und dann schauen wir uns das Ganze mal, erstmal noch einen Arena-Angriff, Zeit sinnvoll nutzen, ne? Und ja, dann machen wir Postkämpfe. Ramsay, zack, an den haben wir auch schon länger gehangen. Und habe in den jetzt immer meine Free Tries reingesteckt, immer wenn ich einen zur Verfügung hatte, weil mir der doch am ehesten, sag ich mal, ja, so liegen könnte. Und jetzt bin ich mal gespannt, jetzt gucken wir erstmal, meine 2 ersten Begleiter haben nicht so viel Schaden gemacht, deswegen gehe ich mal einfach davon aus, dass Kunigunde hier geregelt hat. Aber Kunigunde hat auch schon sehr, sehr krassen Hit kassiert. Jetzt muss er halt sehr oft ausweichen. Was sie auch tut, die haut hier richtig durch, die haut hier richtig viel Schaden raus. Ich hätte mal von Anfang an mitzählen sollen, wie oft die Kunigunde hier ausgewichen ist. Aber das ist ziemlich extrem. Gut, wir haben sehr stark reingelackt und jetzt muss ich nochmal einmal hitten und das war es dann gewesen. Sehr nice, wir haben die nächsten 300 Millionen Erfahrungen bekommen. Sehr cool, die Kunigunde hat richtig gute Arbeit geleistet und da ging auch mehr oder weniger, sag ich mal, mein Plan auf, was die Kunigunde angeht, weil die Kunigunde, ja, die skill ich dann doch mehr, oder was heißt Skill, sondern die lege ich doch mehr so ein bisschen auf Schaden aus, weil ich habe ja hier halt ein paar Geschicksteine drin und ja, einfach aus dem Grund, weil die Kunigunde die einzige ist, die noch ihre Fähigkeit behält von den Begleitern. Der Bertram hat ja hier sein Schild nicht, deswegen kann er nicht blocken, aber die Kunigunde, die kann zumindest immerhin noch ausweichen und das nutze ich halt als Gelegenheit, um mir halt dann ein bisschen mehr Schaden zu geben, in der Hoffnung, dass sie halt dann dementsprechend gut ausweicht, um dann möglichst viel Schaden im besten Fall, so wie eben, rauszuhauen, ja. Gut, ja, wir haben ein Item bekommen, alle Attribute, ist jetzt nicht so prickelnd, sag ich mal. Das können wir getrost, ja. Gegenstand ist ja schon durchgespült, machen wir zerlegen, ja, braucht kein Mensch mehr. Ab damit in die Mülltonne. So, und dann, ja, ich habe schon sehr viel gemacht hier auf dem... Na, noch nicht ganz. Gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Wir haben doch noch nicht alles erledigt hier. Locken doch mal einen Held an. Irgendwas ist jetzt hier mit der Dings hier, Held anlocken. Keine Ahnung, sonst hat er immer hier automatisch eingeloggt. Jetzt muss ich den mir immer aussuchen. Hier auf das blaue Schwert gehen. Und dann halt ihn so angreifen. Ansonsten hatte der irgendwie schon immer den... Gegner von letzten Mal gespeichert, sodass ich ihn nicht jedes Mal aussuchen muss. Aber ja, ist jetzt auch nicht so der große Weltuntergang. Das kriegt man schon irgendwie hin. So, hier bin ich mal gespannt. Wie weit komme ich hier denn? 94? Kommen wir hier schon auf die 2,5? Ja, Tatsache. Und dann machen wir mal hier Max-Button an. Hier kommen wir noch nicht auf die 2,5. Das lohnt sich noch nicht. Ja. Opfern, ja, könnte man machen, würde sich wahrscheinlich schon lohnen, aber gut, müssen wir jetzt
nicht unbedingt hier machen. So, wir füttern noch schnell die Pets, gucken rüber auf den Battle Mage. Und dann schauen wir mal, was es da noch so zu tun gibt. Mittlerweile habe ich hier einen relativ guten Haushalt an Früchten tatsächlich. Nice, nächstes Pet hier auf 200, das ist sehr gut. Ja, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Mal habe ich welche, mal irgendwie nicht. Keine Ahnung, das ist abhängig vom Glück irgendwie. Keine Ahnung, wovon das abhängt, dass ich mal ein paar mehr Früchte habe, mal nicht. Aber ich denke mal, in letzter Zeit gab es ja viele Events jetzt so. Ressourcen-Event, dann war ja noch St. Patrick's Day und irgendwas anderes war, glaube ich, noch irgendwie. Also ja, man hat schon gute Chancen gehabt, an Früchte zu gelangen. Und das hat sich auch auf jeden Fall bemerkbar gemacht in meinem Inventar. Jo, aber ich bin mir ziemlich sicher, da kommen noch mal irgendwann andere Zeiten auf uns zu. Ja, jetzt gucken wir erstmal hier auf den Battle Mage, was wir hier so zu tun haben. Da legen wir natürlich auch erstmal unser Level-Equipment an. Zack. XP-Wochenende haben wir gerade noch am Start. Das ist sehr nice, nutze ich auf jeden Fall sehr. Auf dem Battle Mage macht sich das hier vor allen Dingen noch bemerkbar. Da kommen sehr, sehr gute XP-Quests. Aber auch auf meinem Main habe ich teilweise die ein oder andere 5 Millionen noch gehabt. Also gar nicht mal so schlecht irgendwie. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das überhaupt noch bekomme. Aber anscheinend ist es auch so. Ja, hier muss ich ungefähr gleich so weit sein mit dem Arena Manager. Den habe ich fast zur gleichen Zeit eigentlich... 2 gewastet. Fast zur gleichen Zeit eigentlich hochgejagt wie meinen auf meinen Main halt. Gut, ja, dann würde ich sagen, würfeln wir noch schnell mal hier auf den anderen Server. Kristalle nehmen wir hier mit. Sehr gut, ja, das läuft wieder. Stimmt, hier muss ich noch unbedingt Alu klicken, denn XP-Event möchte ich schon ganz gerne mitnehmen hier auf dem Berserker. Auch wenn ich jetzt nur 30er Mount habe, ich könnte mir zwar ein neues holen, aber ich spare mir lieber noch ein paar Pilze auf als Free-to-Play-Spieler hier auf dem Account, denn es, ja, weiß nicht, könnte sein, ich rechne mal damit, dass zu Ostern wieder ein fettes Event kommt, ja, 5-fach-Event, und bis dahin möchte ich ganz gerne noch ein paar Pilze gespart haben hier auf dem Free-to-Play, damit ich mir dementsprechend da auch einen 50er Mount holen kann und auch 320 Alu zocken kann. Deswegen bin ich hier gerade noch so ein bisschen auf Sparflamme. Wie gesagt, aber die paar Bier möchte ich noch mitnehmen hier auf dem Server. Wir haben noch nichts in die Toilette geworfen. Gewürfelt hatten wir schon. Ja, keine Ahnung. Hier irgendwas, 24. Ja, die sind zwar alle, das sind zwar alles bessere Sachen so, aber die sind nicht gesockelt, also kann ich damit auch nicht viel anfangen. Das ist durchs Klo gespielt. Ich muss mal gucken später, ob das mein Begleiter irgendwie passt. So. Schmeißen wir das mal in die Toilette, ja, scheiß drauf. Also solange es nicht gesockelt ist, können wir damit halt wirklich sehr, sehr wenig anfangen hier auf dem Account. Ja, und dann gehen wir noch rüber hier auf den Krieger. Machen hier natürlich noch dasselbe wie auf den anderen Accounts. Würfeln nochmal fix. 3-mal Kristalle beim ersten Mal. Ja, kommt vielleicht mal. Ja. War zu erwarten. Ja, also das ist echt nicht mein Spiel, muss ich sagen. So, machen wir mal ein bisschen Aufräumen-Action hier. Ich habe übrigens das Glücksrad 2.0 gefunden, weil ich die Unterwelt freigeschalten habe. Habe das aber schon benutzt. Ja, habe jetzt trotzdem mein Glücksrad 2.0 im Inventar noch. Hab's auch schon eingelöst, aber ich hab's, ja, es kam, habe die nächste Quest angenommen und dann kam es direkt nochmal. Und dann habe ich es halt zweimal im Inventar gehabt und jetzt, ja, keine Ahnung. Jetzt bewahre ich das hier auf. Ja, keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Bringt mir halt nichts, wenn ich es verkaufe, aber ja, sieht irgendwie ganz lustig aus. Kann ich das nochmal nutzen? Jetzt habe ich das nochmal genutzt. Okay, ja gut, dann bewahre ich es mir halt nicht mehr im Inventar auf. Ist auch okay, ja, schade. Gut, jetzt habe ich zweimal benutzt. Egal, gut, ist so.
Und ja, jetzt geben wir noch mal ein paar Punkte und dann war es das für heute schon wieder gewesen. Wie gesagt, nächste Woche kommt dann die Folge mit der Charakter-Rundschau und dann ja, sollte das auf jeden Fall was werden. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ja, falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.